In den unendlichen Weiten des Weltalls zieht das Marvi-Mobil seine Bahn. Ein Blick durch die Luke zeigt, ja, es gibt intelligentes Leben im Orbit und gutes Essen an Bord. Hier speist er, der galaktische Gourmet, der kosmische Küchenchef, der fantastische Futtervertilger. Hier ist... Entschuldigung, gerade den Mund voll. Hier ist Marvi Hammers Hörbuch zum Magazin. Hello, everybody. Kartoffelteller und noch ein Teller, ist das lecker. Buchstabensüppchen mit Kribbelblütengrün und Müsli-Croutons, selbst gekocht. Alvina, alles klar bei dir? Wir sind auf Sendung. Positiv. Ich bereite gerade die Landung vor. Heute landen wir auf dem Heimatplaneten, auf der Erde, und schauen einem Forscher über die Schulter, der von der Natur lernt. Sein Forschungsgebiet heißt Bionik. Bionik. Eine Mischung aus Biologie und Technik. So wie wir beide, Alvina. Ich Bio. Ich Nick. Bio. Nick. Einflugwinkel 45030. Triebwerke gezündet. Stabilisatoren 118 Grad. Forschungsmodul angedockt. Alien-Anzeiger negativ. Magnetischer Höhenmesser positiv. Oh, gut gerülpst, ist halb verdaut. Bisschen Salz drauf. Mit dem Salzsteuer. Alvina, willst du nicht doch mal probieren? Suppe negativ. Ich lebe von reiner Energie. Ach, immer alleine kochen und essen. Doof. Dafür besorge ich den Abwasch. Da kenne ich einen guten Spruch. Borstenbürsten mit schwarzen Borsten bürsten besser als Borstenbürsten mit weißen Borsten. Ich brauche keine Bürste Du hast eine Spülmaschine. und ein schmutzabweisendes Wasserbecken. Ein schmutzabweisendes Wasserbecken? Wie soll das denn gehen? Schon mal was vom Lotus-Effekt gehört? Das haben sich die Forscher von den Lotuspflanzen abgeschaut. An den großen Blättern perlt der Schmutz einfach ab. Mit den Wassertropfen gehört auch zur Bionik. So. Hast du da wieder was zusammengefasst? Aber klar doch. Alvinas Almanach. Heute Oh, Sekunde. Hier ist das Marvi-Mobil. Und in der Wüste Australiens ist es 40 Grad heiß. Wo bleibt ihr denn? Hallo, Alan. Alan Abalone. Er ist Bionik-Experte. Alvina, wie lange bis zur Landung? 302 bis zur oberen Erdatmosphäre. Bevor wir dich gleich im galaktischen Funkloch verlieren, was machst du denn da in der Hitze? Ich beobachte ein Tier, das aussieht wie ein Dino-Baby. Wow. Ist aber nur 2 Zentimeter groß. Nennt sich Dornteufel. Und was hat dieser kleine Teufel mit Bionik zu tun? Man kann von ihm lernen, wie man Wasser speichert, übrigens. Sekunde, bis später. Hab hier jemand anderes auf der Leitung. Ach, meine World Reporter. JC, Ming und Roberto. Wo steckt ihr? You stupid thing! We are on a beautiful beach. So terrible. Oh, Urlaub am Strand. Vielleicht komme ich gelegentlich mal vorbeigedüst. Genießt ihr die Sonne? I am lying in the shade writing postcards. Ming is reading a thick book. It's called What We Can Learn from Nature. Was wir von der Natur lernen können, klingt wie ein Bionikschmöker. Und Roberto? This is so terrible. I can't... Roberto is angry. Hey, Roberto! Don't make such a noise! I can't get it open. Was bekommst du nicht auf?
This stupid coconut. It's so hard. No wonder. Coconuts have the best packaging in the world. Coconuts are hard on the outside and well padded on the inside. Great packaging. Tierisch genial, die Bionik. Roberto, versuch's mal mit einem Hammer. Hammer. Good idea. Hold on. Ouch! Oh, Roberto, that's just typical. It was you that wanted to drink a glass of coconut milk, JC. And it was you that wanted to eat some coconut, Roberto. Da fällt mir ein gutes Rezept ein. Vielleicht später. Wir hören uns bei eurem World Reporters Adventure! Jo, bei eurem World Reporter Adventure. Wie lange noch bis zur Landung? 372 Sekunden. Perfekt, Alvina. Dann freue ich mich auf... Alvinas Almanach. B wie Bionik. Bionik ist ein junger Zweig der Wissenschaft. Die Bioniker versuchen, die Natur zu verstehen und biologische Strukturen aus der Pflanzen- und der Tierwelt für die Menschen nutzbar zu machen. Als einer der ersten versuchte Leonardo da Vinci, die Natur genau zu studieren. Haha, der schon wieder. Zum Beispiel den Flug der Vögel. So entstanden die ersten Skizzen zum Bau einer Flugmaschine. Die Frucht des Schneckenklees, die wie ein Schneckenhaus eingerollt ist, brachten ihn wiederum auf die Idee, eine Art Hubschrauber zu entwerfen. Nur auf dem Papier, denn es gab noch kein Material, um diese Flugapparate zu bauen. Und so musste die Menschheit noch einige 100 Jahre warten. Ein gewisser Michael Kelly aus Texas hatte es einfacher. Er stellte fest, dass man Weiden mit einem bestimmten Dornenstrauch gut einzäunen konnte. Er schaute sich dieses Gewächs genau an und erfand einen Draht mit Stacheln. 1868 meldete er ein Patent für den sogenannten Stacheldraht an. Ein Patent verhindert, dass andere einfach die Idee klauen und damit Geld verdienen. Mavi, du hast wieder den Salzstreuer stehen lassen. Ich war das nicht. Oder? Einen Salzstreuer hat wohl jeder im Haus. Aber niemand weiß, dass der erste Salzstreuer der Natur abgeschaut ist. Nämlich der Samenkapsel des Monds. Ein Botaniker hatte 1919 ganz genau hingeschaut. Die Samenkapseln haben kleine Löcher. Wenn sie sich im Wind bewegen, verteilen sie die Samen ganz gleichmäßig. Wie ein Salzstreuer das Salz. Ideen aus der Natur sind unerschöpflich. Nehmen wir mal die Pflanzen. Bei den meterhohen Schachtelhalmen schiebt sich während des Wachstums eine runde Schachtel nach der anderen aus einem Trieb. Das macht die Schachtelhalme so stark, dass sich die Menschen bei ihnen den Aufbau für splitterfeste Röhren abgeschaut haben, zum Beispiel für Teleskopstöcke. Ein tolles Prinzip, das bei den Schachtelhalmen schon seit 300 Millionen Jahren funktioniert. Die Lotuspflanze ist vor allem in Asien verbreitet. Ein deutscher Botaniker fand Anfang der 90er Jahre heraus, dass die großen grünen Blätter keinen Schmutz annehmen. Der Schmutz perlt sozusagen an ihnen ab. Ein Blick ins Mikroskop zeigt, woran das liegt. Auf der Oberfläche der Blätter sind winzige Noppen. Wassertropfen nehmen eine Kugelform an, rollen nach unten und nehmen alles mit sich. Schädliche Pilze und die ganzen Schmutzteilchen. Plopp, weg sind sie. Diese Technik haben sich clevere Ingenieure zunutze gemacht und schmutzabweisende Oberflächen entwickelt. Für Hausfassaden, Dachziegel und Waschbecken. Man nennt das den Lotus-Effekt. Auch von Tieren kann man eine Menge lernen. Beim Bau von Flugzeugen haben sich Menschen viel von den Schwingen der Vögel abgeschaut. Bei der Fortbewegung unter Wasser gab es ebenfalls viel zu entdecken. Zum Beispiel die stromlinienförmige Form der Fische. Wenn man sie bei der Konstruktion von Fahrzeugen berücksichtigt, werden die nicht nur schneller, sondern auch energiesparender.
Ein deutscher Automobilhersteller baute den Prototyp eines Autos nach dem Vorbild des Kofferfisches. Mit perfekter Aerodynamik. Schaut mal bei euch zu Hause nach. Bestimmt entdeckt ihr bionische Dinge. Vielleicht habt ihr eine Badematte mit Noppen, damit man nicht ausrutscht. Haha, voll abgeschaut von den Kraken. Auch die Kleinsten haben tolle Tricks auf Lager. Die Holzwespe bohrt ihre Löcher mit einer Art Raspelbohrer. Sie dreht sich also nicht wie ein Schraubendreher um sich selbst, sondern raspelt den Legestachel für ihre Eier Stück für Stück ins Holz. Ein interessantes Vorbild für moderne Bohrsysteme. Zum Schluss ein Beispiel, das für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgt. Ein Hersteller von Autoreifen hat etwas von Katzenpfoten gelernt. Wenn eine Katze nach einem Sprung landet, werden die Ballen an den Pfoten breiter. Nach genau diesem Prinzip verbreitert sich der Reifen beim Bremsen. Apropos Bremsen, gleich sind wir da. Ich hab den blauen Planeten schon im Visier. Hallo, Erde. Da ist gerade noch Zeit für meinen Quiz. Marvy Hammers Biber, Bionik-Quiz. Rum, rum, rum. Es geht los mit Geräuscheraten. Was ist das? Na, genau, ein Auch wenn ihr es erkannt habt, hört doch noch einen Moment zu. Diesen hat sich jemand von einer Pflanze abgeschaut. Und jetzt kommt meine erste Frage. Wie heißt diese Pflanze? A. Schlette, B. Flette oder aber C. Klette. Na, woher stammt das Geräusch? Richtig, von einem Klettverschluss oder auch Dann ist natürlich Antwort C richtig. Die Klette mit ihren piekseligen Klettefrüchten, die Dinger mit den kleinen Dornen, die man so schlecht aus dem Fell bekommt oder aus der Kleidung, waren das Vorbild für den Klettverschluss. Und wer hat's erfunden? Die Schweizer. Gecko mio, auch mein Lieblingsfluch, ich meine mein Lieblingstier, hat eine ganz besonders herausragende Eigenschaft. Millionen kleiner und nur unter dem Mikroskop sichtbarer Härchen an den Füßen sorgen dafür, dass der kleine Kerl A. niemals kalte Füße hat, B. an der Decke laufen kann oder aber C. selten Fußpilz bekommt. Vielleicht habt ihr im heißen Süden schon mal Geckos an der Wand laufen sehen. Oder an der Decke. Antwort B ist also richtig. Die vielen, vielen kleinen Haare an ihren Füßen, 2 Milliarden pro Quadratzentimeter, sind mit Haftlappen bedeckt. Das hält wie Kleber. Und wieso kann der Gecko dann weglaufen, wenn man sich das genau anschauen will? Dschungelranke und Geckopranke. Er dreht den Fuß ganz schnell und die Härchen lösen sich. Das geht so schnell, dass man das kaum sieht. Und wieso gibt es noch keine Spider-Man-Handschuhe? Weil Menschen viel schwerer sind. Aber die Forscher arbeiten dran, glaubt mir. Was ist das denn für ein Insekt? Alvina, haben wir Termiten im Raumschiff? Positiv. Das ist mein Forschungsprojekt. Wie bitte? Termiten bauen ja riesige Häuser mitten in der Wüste. Und trotzdem sind die perfekt belüftet. Da wollen sich die Architekten etwas abschauen. Ich helfe ihnen dabei. Also eine Art Hausaufgabe? Positiv. Apropos Wüste, wir... Tukanschnabel und Flugparabel. Gelandet. Und wie? Das nenne ich eine Punktlandung. Hallo, Alan! Hallo, Marvy. Ist das klein? Das Marvy-Mobil. Aber klasse Form. Wie ein Thunfisch. Super stromlinienförmig. Wow! Ist die winzig, die Echse. Wie eine Kreuzung aus Dino und Nashorn. Ist das dein berühmter Dornteufel? Genau. Na, dann leg mal los, Alan.
Kannst du ihn, ich meine dich mal kurz vorstellen? Ich bin Alan Abalone, Biologe und nun schaut euch doch dieses kleine Wesen erstmal richtig an. Da, der ganze Körper ist mit spitzen Dornen bedeckt. Daher der Name Dornteufel. Man fragt sich, wie der gepanzerte Zwerg hier bei 40 Grad überleben kann. Ich habe mir Wasser mitgebracht. Und einen Teil davon fülle ich jetzt in diese Schale. Dann tauche ich das Hinterbein des Dornteufels in die Schale. Ein paar Sekunden warten und schon schlägt der Kleine das Wasser. Was bedeutet das? Oh, er trinkt über die Füße. Naja, vom Fuß in den Mund. Gewissermaßen ja. Ich vermute, es gibt winzige Röhren, sogenannte Kapillaren, die das Wasser von unten nach oben leiten. Die sind unsichtbar. Schau, mit dieser Pipette tropfe ich Wasser auf den Panzer des Dornteufels. Und es verschwindet wie von Geisterhand. Ich will unbedingt herausfinden, wie das funktioniert. Und dann will ich mit Hilfe von Ingenieuren einen Apparat entwickeln, mit dem Menschen in der Wüste an das lebensrettende Wasser kommen. Denn der Dornteufel zieht sich sogar Wasser aus feuchtem Sand. Gilt das auch für... Dann müsste ich nur meinen Fuß in den Sand stecken. Lass lieber deine Schuhe an. Oh, ich sehe, du hast Klettverschlüsse. Voll bionisch, mein Outfit. Klasse. So, ich packe jetzt meine Sachen zusammen, denn ich will die Haut unter dem Mikroskop betrachten. Das geht nur in einem Labor. Da wartet schon ein anderer kleiner Dornteufel auf mich. Hey, du kannst wieder verschwinden. Hast mir sehr geholfen, mein Kleiner. Bye, bye. So, ich würde sagen, wir treffen uns im Institut. Ich fahre mit dem Jeep. Übrigens, wenn ihr dorthin fliegt, zieht doch mal eine Kurve über Sydney. Das ist Australiens bekannteste Stadt. Am Hafen liegt das Wahrzeichen der Stadt, die Oper. Oh, die so verrückt aussieht. So gezackt. Genau, die mit den großen hohen Zacken. Da sieht man, was Architekten von der Natur lernen. Diese auffällige Form der Dachkonstruktion haben sie sich von Palmwedeln abgeschaut. Auch in Deutschland gibt es gute Beispiele. Das Münchner Olympiastadion mit seinen Zeltflächen und Seilen erinnert an Pflanzengewebe und Spinnennetze. Und das neue Fußballstadion dort sieht aus wie eine ovalförmige Aneinanderreihung von Zellen. Springt zum Glück an, sonst hätte ich hier ein Problem. Das Marvi-Mobil ist etwas zu klein für mich. Ja, das sagtest du schon. Alvina, auf ins Museum. Check mal, was uns da erwartet. Naturhistorisches Museum. Außenfassade aus sechseckigen Betonwaben. Große Säle mit konservierten Schlangen. Konserviert heißt doch, die leben nicht mehr, oder? Positiv. Ameisenigeln, Seeottern, Riesenkraken. Ein Raum weiter, exotische Tukane, majestätische Laubenvögel. Dann smaragdgrüne Skarabäen, saphirblaue Prachtkäfer. Schau mal, Marvi. Das ist eine Fliege, die in einem Bernstein eingeschlossen ist. 45 Millionen Jahre alt. Ich habe sie mal unter die Lupe genommen. Das Auge hat eine mikroskopisch kleine Riffelung. Das verhindert die Lichtreflexion. Das hat uns auf die Idee gebracht, Solarzellen mit so einer Oberfläche zu versehen. Und das da oben? Hilfe! Buckelwal und Bibberbär. Ist das Dings etwa echt? Nein, natürlich nicht. Das ist das Modell eines Buckelwals. Wir haben uns mal mit der Vorderseite der Flossen beschäftigt. Jetzt sitzen einige Techniker an ihren Computern und versuchen, nach dem Vorbild dieser Flossen bessere Flugzeugtragflächen zu bauen.
Damit die Flugzeuge wendiger sind. Richtig. Woher kam diese Stimme, Marvi? Aus deinem Rucksack? Och, Diktaphon und Dornteufel. Wo geht's denn eigentlich zu dem Dornteufel? Klappe, du Blechbüchse. Misch dich nicht ständig ein. Ja, Chef. So, das ist mein Labor. Dort am Rasterelektronenmikroskop ist mein Assistent Brent. Hi, Brent. Hi, Alan. Hi, Marvi Hammer. Nein, schau nicht so. Ich bin keine Laborratte. Wir machen keine Tierversuche. Die Tiere sind für uns die größten Schätze, denn sie bringen uns auf Ideen, die uns mal sehr nützlich sein können. Schau mal auf diesen Computermonitor. Boah, Was siehst du? sieht aus wie eine Kraterlandschaft. Ein großer Stachel und drumherum viele kleine Knötchen, die immer kleiner werden. Die führen zu einer Ritze und die wiederum zu einer Vertiefung. Genau. Eine eindeutig superhydrophobe Oberfläche. Eine was? Muss ich mir gleich aufschreiben. Finger weg vom Rucksack. Hä? Das ist sehr komisch. Also, Super hydrophob Superhydrophob. heißt? Ja? Das heißt extrem wasserabstoßend. Und das hier, zwischen den Schuppen, das sind die winzigen Röhren, Die Kapillaren. die das Wasser zum Maul der Echse leiten. Wir haben also das Geheimnis des Dornteufels geknackt. Und wie geht es jetzt weiter? Brent, kannst du das unserem Gast erläutern? Nun, die Ergebnisse gehen jetzt an eine Reihe von Wissenschaftscracks. Der eine ist Materialforscher, der andere Chemiker. Grafiker und Konstrukteure sind auch dabei. Unser Ziel ist eine bionische Wassersammelstelle in der Wüste. Die sich das Wasser aus dem Sand zieht wie der kleine Dornteufel. Da ist ja endlich einer. In diesem Terrarium. Na, du? Mit echtem Wüstensand, damit er sich wohlfühlt. Vielleicht kannst du dir bei deinem nächsten Besuch in der Wüste schon Wasser abzapfen. Aber lass dir ein paar Jährchen Zeit. Wenn die Sammelstelle konstruiert ist, muss sie erstmal erprobt und gebaut werden. Und das kostet viel Geld. Na klar. Und was ist das hier? Das ist aber schön. Das ist das Haus einer Abalone-Schnecke. Super stabil. Abalone, das ist dein Nachname. Genau. Marvi, jetzt musst du mir doch verraten, wer da in deinem Rucksack hockt. Das ist Alvina. Mein Personal Computer. Selbst programmiert. Und Bordnavigatorin im Mavi-Mobil. So viel Zeit muss sein. Hi, Mr. Abalone. Hi, Alvina. Hier, das Schneckenhaus könnt ihr mitnehmen. Vielleicht erinnert euch das an euren Besuch. Ach, gute Idee. Und vielen Dank für die tollen Infos. Wo habt ihr geparkt? Direkt neben deinem Jeep. Oh, na klar. Tolles Teil übrigens. Und auf geht's. Ab ins Marvi-Mobil. Auf Wiedersehen. Zurück ins All. Bye, bye. Toller Jeep, sagte ich schon. Aber wirklich. Toller Jeep, wirklich. Toll. Tesse, wo man hinschaut. Bionik. Klettverschluss. Selbstreinigendes Spülbecken. Lotus-Effekt. Genau. Und die stromlinienförmige Form des Mavi-Mobils. Wie ein Thunfisch. Salzstreuer nicht vergessen. Oh, ich bekomme übrigens Hunger. Koch dir doch was. Könnte noch so eine Suppe vertragen. Buchstabensüppchen mit Kribbelblütengrün und Müsli-Crotons. Schreib das Rezept auf. Wieso? Macht doch jeder Idiot. Und bekommt hinterher eine Show im Fernsehen. Asia-Wok und Megakrog. Super Idee. Inzwischen gibt's meine World Reporter Show.
Marvy Harris World Reporter Show! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter erlebt haben. Viel Spaß! Enjoy yourself! Hier ist das neueste Abenteuer von JC, Ming und Roberto. Schlagt das Heft auf und lest einfach mit. Let's listen to the comic first. Please turn to page 38. The World Reporter's Diving Adventure in the Reef. Meine World Reporter sind... ja, wo sind sie denn? Dort, weit draußen, auf dem herrlich blauen Wasser. Taucheranzüge, Luftflaschen. Sieht aus, als wollten sie gleich tauchen gehen. Aha! Oh, hurry up! The water is so clear! Okay, hold on. Und schon sind sie unter Wasser und machen Fotos. Roberto, you are such a big fish. Smile, Nemo. Oh, how cute! Come to Roberto, little seahorse. Just come here! Get out of the way, boys! I'm coming! Woo! Schwimmbadkachel und Rochenstachel. Wow! JC klammert sich an einem Rochen fest. Sehr elegant. Oops, what is that? It's so beautiful. This photo will win a prize. Ming will anscheinend das Unterwasserfoto des Jahres schießen. Er treibt vor einer riesigen, weit geöffneten Muschel. Ups! Ming, where are you? Ming? Come on! This isn't funny! He's in there. Hurry up, Roberto! Ich werde das Gefühl nicht los, die Muschel möchte Ming so schnell nicht wieder hergeben. Oh je. Jetzt haben die beiden auch noch einen riesigen Tintenfisch aufgeschreckt. Are you angry? What the? Calm down, my dear. He didn't do it on purpose. Can you help us? Okay, let's go! Jetzt wird's spannend. Der Tintenfisch versucht, die Muschel mit seinen langen Armen aufzustemmen. Zing, 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 los, zieh! Pull! At last. Well done! Oh, thank you! Let's take a photo as a souvenir! Say cheese. Hey, auch wenn ich wieder nicht mit drauf bin, ich möchte auch ein Foto. Das glaubt ja sonst nicht mal ein Clownfisch. Ein tolles Abenteuer. Jetzt könnt ihr zurückblättern und euch den großartigen Schnappschuss anschauen. Look at this great snapshot. Now turn to page 3. Snapshot. JC's notes. The squirrel finds a nut. It digs a hole and hides the nut. Na, was gibt's in den World News? What's in the World News, Ming? Turn to page 6. World News. Ming's Notes.
A family drives in a car. They stop at the platform and drink lemonade. Please turn to page 8. A game with masks. Boo! Do I look scary? Und jetzt bist du dran. Sprich die Wörter einfach nach. This is a mask. Feather. Paint. Waistcoat. Ribbon. Braid. Wolf's head. Gut gemacht. Roberto's notes. A Native American paints his cheeks black. He puts on a wolf's head. Dressed like this, he goes to a festival. Photo caption. This man is holding a tree, a friend, a mask. Letter to Marvy. Sender Simon, 9 years old, from Telfs, Austria. Hi, Marvy. I'm Simon, and I come from Austria. In my hometown, Telfs, we have a festival where people wear masks. It's called Schleicherlaufen, and it's only held every 5 years. For the festival, I wear a wild man's mask. It's carved out of wood, and it has a big nose. Very scary. There is a hole in the mouth so that air can get in. The mask isn't heavy, but you get very hot in it when you walk up and down the high street. The dress I wear is made of moss. That is a plant that grows on trees. I like the wild man's mask because I'm also wild. Yours, Simon. Photo caption. What does this dancer look like? A bird? A dragon? A wizard? Turn to page 14, please. Extreme nature. That's really extreme! Ming interviews Simon Kehrer. He is an extreme alpinist from Italy who survived an accident in the Himalayas. Why do you like mountain climbing? When I am climbing, I feel free. I like the challenge and I love the tranquility and the beauty of nature. Which has been your best mountain trip so far? That was last summer. My expedition to Nanga Parbat, a mountain in the Himalayas. It is enormous. I reached the peak. Then I went downhill on skis. That was great. But it was also the toughest experience I have ever had because one of my best friends died on that trip. Do you feel afraid when you're out on a mountain? Climbing mountains is a risky sport. I take risks, but I always know how far I can go. That's important. Ming's notes. A caravan makes its way through the desert. Finally, they reach an oasis. Now the camels can drink water. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Wörter einfach nach. This is the Amazon. Palm tree. Rainforest. Riverbank. Log boat. River. Pontoon. Cabin. Super!
Turn to page 20 now. The Kings of the Kalahari. It's very stormy. Und nochmal, du. Die Wörter einfach nachsprechen. Ihr erinnert euch. Lions prey upon all these animals. Porcupine. Young gemsbok. Adult gemsbok. Bird. Honey badger. Wow. Gut gemacht. JC's report from Botswana. Hello, Marvy. I'm in the Galagadi Transfrontier National Park, which is situated in Botswana and South Africa. It's very hot and dry here. I'm observing a pride of 5 lions. They look very hungry. Last night, the lions tried to catch a meal, but they were not successful. I hope they won't want to hunt a rat like me. Maybe I can offer the lions some cheese. Bye-bye. JC's notes. 2 thirsty lions roam the desert. It starts to drizzle. The lions lick the drops off each other's fur. Ich hab die allertollsten Leser. Ole, ole. Die schreiben mir, was sie alles erlebt haben. Let's hear what this reader is reporting. Please turn to page 29 now. Reader's report. Alina Bear, 11, from Freiburg. Hi, Marvy. During my last summer holidays, I went to Mallorca, Spain, with my sister Mira and my mother. It was fantastic. The sea was blue and turquoise. The sand on the beach was soft, and I enjoyed reading books in the sun. I really could relax there, but it was only for 12 days. Best wishes, yours, Alina. Turn to page 30, please. Robot Revolution. Ming's notes. The robot finds a hole. He slithers into it and discovers a Martian. Turn to page 32, please. Cheaters in the Reef. And what's your favourite colour? JC's notes. An angelfish swims close to a coral. Another fish wants to eat it, but misses narrowly. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Wörter einfach nach. This is a coral reef. Coral. Trumpetfish. Seabed. Black spot. Eye. Shoal. Wow. Gut gemacht. Look for it. Can you find these details? Eye. Stripes. Fin. Letter to Marvy. Sender, Lena Wurtmann, 15 years old, from Bremen. Hi, Marvy. Scuba diving is a fantastic sport. You feel weightless and free. Of course, it is a bit scary at first to breathe through a regulator, but then you enjoy it.
I started diving last year with a diving club for kids in Bremen. The instructor teaches us how to put together the air tank and how to move your legs underwater. The training is mostly in a swimming pool. I have not dived in a lake yet, but maybe next year I will be good enough to try it. Yours, Lena. Please turn to page 44 now. Fun stuff. Fun Stuff. Ach, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Fanfare! Und jetzt bist du dran. Sprich die Wörter einfach nach. This is a road sign. Tree. Numbers. Arrow. Grass. Road. Sign. Lettering. Super! JC's tongue twister. Say this fast 3 times. A noisy noise annoys an oyster. 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 Noisy noise annoys an oyster. Noisy noise annoys an oyster. Haha! Applaus, Applaus, Applaus! What in the world? Racetrack. Rubik's Cube. Jigsaw puzzle. Table tennis. Chess. Domino. Chinese checkers. Table football. Frisbee. Das war's für heute. Das war die Marvy Hammer Show mit Marvy Hammer. Ach so, und Alvina. Und natürlich meinen World Reportern JC, Ming und Roberto. World Reporters, go! Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Und los geht's. Ab in die Unendlichkeit des Weltalls. Stabilisatoren aktivieren. Triebwerke zünden. Hyperantrieb. Mikrowelle. Hossa! Das Rezept. Ach so, aber ich bin so hungrig. Das duftet vielleicht. Erst vorlesen, dann essen. Ach, na gut. Buchstabensüppchen an Kribbelblüten. 500 Milliliter Gemüsebrühe. 100 Gramm Buchstabennudeln von A bis Z, je nach Wahl. 2 Bund Kribbelblütengrün. Und wenn kein Kribbelblütengrün an Bord ist? Dann Petersilie. Glatte Petersilie. Und dann? In die Mikrowelle? Quatsch mit Soße. Gemüsebrühe erhitzen, Buchstabennudeln von A bis Z je nach Wahl rein und 5 Minuten kochen. Zum Schluss Petersilie dazugeben. Glatte Petersilie. Heiß servieren. Tja, dann guten Appetit. Willst du mal probieren? Du weißt doch, Angst vorm Rost? Ich verstehe. du sollst dich nicht immer über mich lustig machen. Du sollst dich nicht immer über mich lustig machen. Als Bonustrack hört ihr jetzt noch die Hörreportage in Englisch. Natural teachers. My name is Alan Abalone. I'm a biologist, and just look at this tiny creature. Its body is covered with prickly thorns. That's where it gets its name, Thorny Devil.
It's incredible that this armored dwarf can survive here, as the temperature is 40 degrees. Watch. I have brought along some water. I'm going to pour some into this dish. Now I'm putting the thorny devil's back legs into the bowl. Let's wait a few seconds. Look, the little creature seems to be drinking the water. What's going on? He's drinking through his feet, from foot to mouth. You could say that. There are tiny tubes, so-called capillaries, that suck the water up, but you can't see them. Watch. I'm going to put a few drops of water onto the thorny devil's body using a pipette. See, it's disappearing as if by magic. I want to find out how this happens. Then I want to build a device with the help of engineers so that people in the deserts can get at water. For them, it's a matter of life or death. See, the thorny devil can even get at water from moist sand. Can we do that too? Do I just have to stick my foot in the sand? You'd better leave your shoes on. Oh, I see you have Velcro fasteners. My outfit is bionically correct. Great. Now I'm going to pack up my things. I want to examine this creature's skin under a microscope, and I can only do that in a lab. There's another thorny devil waiting for me there. You can run off now, little one. Bye-bye. Okay, let's meet at the Institute. I'll drive there by jeep. By the way, if you fly there, have a close look at Sydney from the air. That's Australia's most famous city. You can see its most famous landmark in the harbor, the Sydney Opera House. The building that looks so strange? The one with the jagged roof? Exactly. The one with the big jagged roof. It's a good example of what architects can learn from nature. They modeled the roof on the fronds of a palm tree. There are some similar examples in Germany, too. The Olympic Stadium in Munich, with its tents and ropes, looks like a bunch of plants joined together with spiders' webs. And the new football stadium looks like a bunch of oval cells joined together. It started, thank goodness. Otherwise, I'd have a problem. The Marvy-mobile is too small for me. Off to the museum, then. Let's see what is waiting for us there. The Nature History Museum. The facade is a hexagonal concrete honeycomb structure. Inside, there are big rooms with preserved snake specimens. Preserved means that they aren't alive, doesn't it? Positive. Spiny anteaters, sea otters, giant octopuses. A room with exotic toucans, majestic forest birds. Then emerald green dung beetles, sapphire blue jewel beetles. See that fly in amber, Marvy? It's 45 million years old. I've examined it closely. There are microscopically small grooves on its eye. That stops light being reflected. That gave us the idea of putting the same kind of surface onto solar cells. And what's up there? Help! Humpback whale and heebie-jeebies! Is that real? No, of course not. That's just a model of a humpback whale. We looked at the front side of the fins. Now some technicians are working on computers and using the fin as a model for improving aeroplane wings. So that aeroplanes can become more maneuverable. That's right. Where did that voice come from, Marvy? From your backpack? Telephones and thorny devils. How do we get to the thorny devil? Keep your mouth shut, you tin can. Mind your own business.
So, this is my lab. That's my assistant, Brent, over there by the electronic scanning microscope. Hi, Brent. Hi, Alan, and hi, Marvy Hammer. No, don't look at me like that. I'm not a lab rat. We don't do any experiments on animals here. Animals are our biggest treasure. They give us ideas that can be very helpful. Look at this computer monitor. What can you see? Looks like a lunar landscape. One big spike with lots of tiny knots around it that get tinier and tinier. They lead to a crack, which leads to a wrinkle. Exactly. A superhydrophobic surface. A what? Do I really have to know what that means? I'll have to write it down. Don't touch that. Superhydrophobic means? It means a surface that repels water very quickly. And these here, between the scales, these are tiny tubes The capillaries! that take the water to the lizard's mouth. So you see, we've solved the mystery of the thorny devil. So what happens next? Brent, can you explain that to our guest, please? Okay, we send our findings to a team of top experts. One of them is a materials researcher, and the other is a chemist. There are some graphic designers and engineers too. Our mission is to create a bionic water reservoir in the desert. One that gets the water out of the sand like the little thorny devil. There. Now I have finally spotted one in this terrarium. Doo-doo. How are you? It's full of real desert sand so that he feels at home. Maybe you can even get a drink of water next time you visit the desert. But wait a few years. Once the reservoir has been designed, it has to be tested and built, and that costs a lot of money. No problem. And what's this here? It's so pretty. It's an abalone sea snail shell, really strong. Abalone? That's your surname. Exactly. Now, Marvy, please tell me who is sitting in your rucksack. That is Alvina, my personal computer. I programmed it myself. And onboard navigation in the Marvy Mobile. Don't forget that. Hi, Mr. Abalone. Hi, Alvina. Here, you can take the abalone shell with you as a souvenir of your visit here. What a good idea! Thanks for all the fascinating information.